Hallo, ich bin die Sabrina Germann und ich freue mich, dass ich heute im Rahmen einer Hausarbeit über einen Forschungsartikel zu dem Thema Neurofeedback sprechen darf. Und ich habe mir da einen Forschungsartikel rausgesucht, der ähm, in einer Meta-Analyse veröffentlicht wurde, weil durch diese Meta-Analyse wurde nämlich Neurofeedback in der letzten Zeit recht bekannt. Trotzdem ist es so, dass immer noch einige Fachpersonen die Wirkung von Neurofeedback anzweifeln, entweder weil sie es noch nicht wirklich gehört haben oder aufgrund anderer Dinge. Und auf jeden Fall sind einige noch sehr zurückhaltend bei der Empfehlung dieser Therapieform. Aufgrund dieser Thematik ist es so, dass ich mir diese Arbeit rausgesucht habe. Und wir schauen uns jetzt eine Arbeit an, die im Rahmen der Meta-Analyse weiter analysiert wurde. Und mit dem Ergebnis dieser Arbeit soll es Fachkräften einfacher gestaltet werden, zu entscheiden, ob und wann sie Neurofeedback empfehlen sollten. Jetzt geht es erstmal grundsätzlich um Neurofeedback. Was ist denn überhaupt Neurofeedback? Wir gehen jetzt nicht zu sehr darauf ein. Dafür haben wir noch weitere Materialien auf unserer Plattform mal veröffentlicht. Das ist nur noch mal eine Zusammenfassung. Und zwar geht es beim Neurofeedback darum, dass man EEG-Frequenzbänder mittels operanter Konditionierung verändert. Und wichtig ist, das ist nämlich auch relevant für die Beurteilung von dieser Studie. Also es ist so, dass es eben ohne invasive Maßnahmen erfolgt und dass die Elektroden am Kopf der Kinder zwar befestigt werden. Man sieht jetzt hier auch auf dem Bild ein Kind, was Neurofeedback macht. Es ist aber wichtig, hier wird kein Strom ins Gehirn sozusagen gesendet, sondern es wird ausschließlich gemessen. Und das macht halt diese Therapieform interessant für Personen, die einfach invasive Maßnahmen oder Medikamente nicht wünschen. Jetzt habe ich hier mal die Meta-Analyse veröffentlicht, um die es geht. Die hat halt Neurofeedback bei ADHS, bei einer Erkrankung, die mit der Aufmerksamkeitssteuerung zu tun hat, analysiert. Und ich habe jetzt die Übersicht, was für Studien alle in die Meta-Analyse eingeflossen sind, mal hier veröffentlicht. Man kann das jetzt nicht ganz so gut erkennen in der Auflösung über diese Präsentation, aber man sieht anhand der Pfeilen, die ich gemacht habe, wo die Arbeit, die wir jetzt untersuchen, erwähnt wird. Und zwar ist das von der Frau Meisel und weiteren ähm, Veröffentlichern. Und zwar ist einmal der obere Pfeil, da geht es um die Auswertung der Neurofeedback-Gruppe, und der untere Pfeil, da geht es um die Auswertung der Methylphenidat-Gruppe, also das, was auch unter Ritalin den Patienten oft angeboten wird. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Also man sieht auch hier bei den Teilnehmern, das ist mit N gekennzeichnet, ist es eine recht kleine Studie in dieser Meta-Analyse. Also es ist fast sogar die Gruppe mit der geringsten Stichprobe, mit der geringsten Stichprobengröße. Aber um jetzt halt wirklich bewerten zu können, ob die Studien, die jetzt in diese Meta-Analyse eingeflossen sind, auch wirklich von großer Qualität sind, und einfach auch um zu zeigen, dass diese Meta-Analyse wirklich aussagekräftig ist, ist es halt jetzt wirklich interessant zu schauen, was ist denn auch mit so einer kleinen Studie in dieser Meta-Analyse, ist die auch wirklich qualitativ hochwertig und ist sie auch aussagekräftig. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal da eine Studie mit einer kleinen Stichprobengröße an. Der ausgewählte Forschungsartikel für diese Präsentation, den habe ich hier übersetzt auf Deutsch. Und zwar heißt der Neurofeedback und Standard. Es ist jetzt hier noch in Englisch, ich würde es gleich nochmal auf Deutsch übersetzen. Neurofeedback and Standard Pharmacological Intervention in ADHD, a randomized control trial with 6 months follow-up. Das war im Biological Psychology im Jahr 2014 veröffentlicht, also nochmal wiederholt veröffentlicht. Und hier habe ich auch nochmal die Autoren erwähnt. Es waren insgesamt 5 Autoren, die das gemacht haben. Jetzt habe ich mal nochmal die Übersicht zusammengefasst, wie wir uns diesen Forschungsartikel genau anschauen. Also es geht einmal nochmal Vorstellung des Artikels, da würde ich es auch nochmal auf Deutsch wiederholen. Es geht um die Methodik, es geht um die Ergebnisse dieser Studie, auch und die Diskussion. Also auch ganz klar, hier soll herauskommen, einfach was für eine Qualität hat dieser Forschungsartikel, um einfach zu untermauern oder einfach darzustellen, wie aussagekräftig einfach die ganzen Untersuchungen zum Thema Neurofeedback sind, insbesondere auch, wie der Forschungsartikel an sich zu bewerten ist und dann auch im Zusammenhang mit der Meta-Analyse. Jetzt gehen wir erstmal zur Vorstellung des Artikels, nochmal auf
Deutsch, wir haben Neurofeedback und standardmäßige pharmakologische Intervention bei ADHS, eine randomisierte, kontrollierte Studie mit 6-monatiger Nachbeobachtung. So, und was ist hier gemacht worden? Es ist so, dass hier 2 Gruppen untersucht werden mit der Hypothese, ob Neurofeedback die gleichen Ergebnisse wie Methylphenidat liefert und ob diese Ergebnisse auch nach Beendigung der Therapie bestehen bleiben. Dazu schauen wir uns jetzt die Methodik an. Wir hatten insgesamt 63 Kinder. Es war eine sehr große, und das finde ich wiederum sehr gut an dieser Studie, sehr viele Ausschlüsse. Also erstmal diejenigen, die kein Interesse haben, dann 19 Kinder, die die Einschlusskriterien nicht erfüllt haben, dann nochmal welche, die sich dagegen entschieden haben. Am Ende hatten wir 11 Kinder mit Methylphenidat. Auch die Dosierung ist hier angegeben mit 1 Milligramm pro Kilogramm pro Tag. Und eine zweite Gruppe, die haben 40 Sitzungen mit Neurofeedback erhalten, nämlich 40 Theta-Beta-Trainings pro Woche, insgesamt mit 2 Trainings pro Woche. Das Computerspiel und der Trainer hat verbal verstärkt. Das Design war, also das Wichtigste daraus ist eben, dass die Eltern- und Lehrerfragebögen ausgewertet wurden, vor Behandlung, direkt nach der Behandlung, 2 Monate danach und 6 Monate danach. Dann geht es jetzt einfach um die Methoden. Also einmal randomisiert bedeutet, dass die Teilnehmer zufällig in die beiden Gruppen eingeteilt wurden, was wiederum für eine sehr gute Aussagekraft spricht, und kontrolliert. Das bedeutet, beide Gruppen wurden miteinander verglichen. Es gibt folgende Besonderheiten. Es wurden keine quantitativen EEG-Aufnahmen gemacht, also sogenanntes QEEG. Das heißt, es wurden auch Kinder eingeschlossen, die eventuell bereits niedrige Theta-Werte hatten und hohe Beta-Werte. Das heißt, und man weiß eben, dass nicht alle Kinder auch diese Auffälligkeit haben. Dann haben die Trainer verbal verstärkt. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass nicht alle an den gleichen Stellen verstärkt worden sind. Die Stichprobengröße ist ja schon, wie besprochen, sehr klein. Jedoch war der Ausschluss der Teilnehmer auch recht groß, wodurch die Ergebnisse recht wenig verzerrt werden. Was jedoch schon noch von Bedeutung ist, und das wird auch in der Studie nochmal detailliert untersucht, dass halt ein paar der Neurofeedback-Gruppe tatsächlich nach Abschluss der Therapie mit Medikation gestartet haben, wodurch natürlich die Ergebnisse der Gruppe Neurofeedback nach 2 und 6 Monaten nicht zu 100% aussagekräftig sind. Es war allerdings trotzdem so, dass in der Studie auch berichtet wird, dass halt die Ergebnisse trotzdem identisch waren unter den Neurofeedback-Teilnehmern, also dass es trotzdem auswertbar war, was jetzt hier eigentlich schon von besonderer Bedeutung ist, einfach für auch die Ergebnisse, für die Interpretation, dass 33% der Neurofeedback-Gruppe keine weiteren Behandlungen für notwendig erachtet haben. Die Ergebnisse der Gruppe 2 waren hier mal zusammengefasst, dass im Rahmen von Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität, Impulsivität signifikante Verbesserungen nach 2 und 6 Monaten zu sehen waren. Laut Lehrern und Müttern hat sich das ODD-Verhalten verbessert. Die Funktionsbeeinträchtigungen waren tatsächlich auch messbar besser in der Neurofeedback-Gruppe. In der Methylphenidat-Gruppe waren da jetzt keine wirklichen Veränderungen in der Funktionsbeeinträchtigung. Jedoch war Unaufmerksam und Hyperaktivität signifikant verbessert. Und das ODD-Verhalten war laut Vätern auch nach 6 Monaten noch deutlich besser. Was man jetzt dazu sagen kann insgesamt, also Neurofeedback ist nach 2 Monaten leicht wirksamer als Medikation. Medikation nach 6 Monaten, doch durch die geringe Stichprobe muss man einfach das noch ein bisschen zurückhaltend bewerten, und das müsste man einfach in einer neuen Studie untersuchen und eventuell auch im Rahmen dieser Meta-Analyse. Außerdem muss man wissen, dass bei Neurofeedback das teilweise ambulant mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Und auch ist die Frage, was für Ergebnisse erzielt werden, wenn man halt auch wirklich schaut, dass das Beta-Band eventuell zu niedrig ist und auch das Theta-Band zu hoch. Also ob man dann das nochmal als Einschlusskriterium macht. Das könnte eventuell die Ergebnisse für die Neurofeedback-Gruppe nochmal verbessern.
Und klar, die dritte Gruppe wäre extrem interessant. Was passiert mit Patienten, die Neurofeedback und Medikation zusammen machen? Wenn man das beides fasst, dann würde man daraus ableiten können, dass, wenn ein schneller Wirkeintritt erwartet wird, dann sollte man doch mit Medikation starten. Jedoch, wenn es medizinisch und sozialpsychologisch vertretbar ist, dass die Verbesserung erst nach ein paar Monaten eintritt und wenn jetzt halt ein Neurofeedback-Therapieplatz verfügbar ist, dann ist es durchaus in Erwägung zu ziehen, ohne Medikation und mit Neurofeedback zu starten. Und das ist insbesondere interessant für Eltern, die einfach wirklich Medikation ablehnen. Also da kann man jetzt auch manche dieser Eltern durchaus unterstützen und das auch wissenschaftlich begründen, warum das eine gute Entscheidung ist. Hier noch das Literaturverzeichnis und ich bedanke mich fürs Zuhören.